Gebaut in den 90ern halbierte sie die Überfahrtszeit zwischen Deutschland und Schweden. Doch die Fähre überlebte keine 10 Jahre auf der Route. Was geschah mit ihr nach ihrer Zeit bei TT-Line? Wo kam sie seither zum Einsatz? Und warum ist sie nun möglicherweise wieder ein Thema für Touristen aus dem deutschsprachigen Raum? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fernnews Spotlight zur PowerJet. Die PowerJet wurde am 10. August 1995 als Delfin auf der australischen Austal Ships Henderson Fremantle Werft auf Kiel gelegt. Am 10. Februar 1996 erfolgte der Stapellauf des 82,3 Meter langen und 23 Meter breiten Schiffs. Die Schnellfähre wurde am 1. April 1996 an TT-Line abgeliefert und erreichte am 26. April 1996 erstmals den Hafen von Rostock, wo weitere Arbeiten durchgeführt wurden. Am 10. Mai 1996 lief die Delfin erstmals in den Hafen von Trelleborg ein und verband ab dem 13. Mai 1996 den schwedischen Hafen mit dem norddeutschen Rostock. Dabei erreichte sie eine Geschwindigkeit von bis zu 37,5 Knoten. Am 17. Januar 2002 wurde die Schnellfähre in TT-Delfin umbenannt. Am 19. Dezember 2004 verkehrte die TT-Delfin letztmalig auf der Verbindung zwischen Rostock und Trelleborg und war anschließend bis Mitte Mai 2005 in Rostock aufgelegt. Die Fähre wurde an die saudische Reederei International Fast Ferries mit Sitz in Jeddah in Saudi-Arabien verkauft und am 18. Mai 2005 übergeben. Die TT-Delfin wurde in Al-Mottaheda 1 umbenannt und war ab Februar 2006 auf der Verbindung Dubai-Safaga zwischen Saudi-Arabien und Ägypten unterwegs. Im August 2017 wurde die Schnellfähre an Seajets verkauft und zunächst in Blue Power umbenannt. Seit Mai 2018 verkehrt sie als PowerJet auf den innergriechischen Verbindungen von Seajets, unter anderem zwischen Rafina bei Athen und den Kykladen. Wenn ihr selbst einmal beispielsweise die Route zwischen Rafina und Mykonos nutzen möchtet, dann bucht euer Ticket für die Fähre doch gerne bei unserem Partner Fähren.net. Hier seht ihr bei eurer Buchung außerdem auch direkt alle alternativen Überfahrtsmöglichkeiten, sollte eine Abfahrt einmal beispielsweise nicht in euren Zeitplan passen. Außerdem erhaltet ihr während des Buchungsvorgangs eine Preisübersicht der einzelnen Reedereien. Bei Fähren.net könnt ihr so Fähren einfach online buchen. Den Link zu Fähren.net findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Videos in der Endcard. Die PowerJet bietet Platz für 1200 Passagiere und 150 Pkw, besitzt eine Kaffeebar und diverse Pullmansitze für die Überfahrt. Für die Überfahrt zwischen Rafina und Mykonos benötigt die Fähre 2 Stunden und 40 Minuten, zwischen Rafina und dem letzten Hafen Naxos 4 Stunden und 15 Minuten. Ab dem 29. Mai 2025 verbindet die PowerJet einmal pro Tag und Richtung Rafina mit Andros, Tinos, Mykonos, Paros und Naxos. Bist du schon einmal mit der PowerJet oder früher mit der Delfin gefahren? Dann würden wir uns sehr über deine Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Selbstverständlich darfst du aber auch wie immer bei Fragen oder Anmerkungen den Kommentarbereich nutzen. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Für die Buchung deiner Fährüberfahrt kannst du jetzt auf den Link zu Fähren.net klicken. Ansonsten lass gerne noch ein Abo da. Wenn du noch etwas über 2 griechische Fährpaläste erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fernnews Spotlight empfehlen. Darin ging es um die Festos Palace und die Knossos Palace der Minoan Lines. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald.